Wiener Schnitzel may be the golden child of Viennese cuisine, but it's also the safe order. For something a little more grown up, there's another classic. Wenn er gut gemacht ist, mag ich ihn sehr gerne. Richtiger Klassiker, also für Vegetarier vielleicht nicht geeignet. Das hat es bei uns in der Familie recht oft gegeben als Sonntags-Feiertagsessen bei der Oma. Tafelspitz. Tender beef, slowly simmered in broth and served with a cast of traditional sides. Bei meiner Großmutter hat es das traditionell am Wochenende gegeben. Schöne Erinnerungen an die Kindheit. Chef Markus Waldhäusel and his team at Vienna's historic Meisel and Schaden restaurant are keeping the tradition of Tafelspitz alive. Der Tafelspitz ist ein sehr mageres Stück Fleisch. Das Fett ist nur oberflächlich, das kann man wegschneiden. Dadurch sehr feines Fleisch. Schulterscherzel. If you've never heard of this cut before, you're not alone. It's uniquely Austrian and comes from the upper hind leg of the cow. Okay, but what else goes into making this dish what it is? Wir verwenden die Schalotten mit der Schale. Die geben eine schöne Farbe und einen guten Geschmack für die Suppe ab. Eine gute Suppe soll einen ausgewogenen Geschmack haben zwischen Fleischgeschmack und natürlich Gemüsegeschmack. Die Gewürze unterstützen dabei, aber hauptsächlich soll es nach Gemüse und nach Fleisch schmecken. Jetzt geben wir das Gemüse zum Fleisch dazu in die kochende Suppe. Das sind die typischen Gewürze, die in eine Rindsuppe hineinkommen. Pfeffer ist für die Schärfe, Liebstöckl ist für den typischen Suppengeschmack, Knoblauch rundet das Ganze ein bisschen ab, Lorbeer, Wacholderbeeren hat diesen erdigen Geschmack, Muskatnuss ist für den sanfte und der Kümmel ist immer gut für die Verdauung. Ein paar Knoblauchzehen. Man kann natürlich sagen, wenn ich keinen Knoblauch mag, dann gebe ich weniger Knoblauch oder gar keinen Knoblauch dazu. Oder wenn ich einen Muskat nicht mag, dann lasse ich ihn weg. Ist grundsätzlich kein Problem. Es schmeckt einfach anders. Patience is key. The meat, vegetables, and spices need to simmer for up to 2 hours. So while we wait, let's dig into a little history. To understand Tafelspitz, we first need to look at how beef became such an important part of Viennese cuisine. Jakob Lehner, curator at the Wien Museum, can explain this best. From the late Middle Ages onwards, there were several sort of cattle droves throughout a number of European countries, and one of the most important ones led from Hungary to southern Germany. So Vienna was the first really big hub where these could be traded, where there would be a huge cattle market, and where also there would be a lot of beef available given this massive influx. And so that actually created Viennese beef culture, if you will. Boiled beef specifically became a staple in the Austrian capital, and rumor has it no one loved it more than Emperor Franz Josef I. I think it became associated with his name, but only later. I think it's a type of nostalgia that actually sets in the 20th century. Sort of trying to link the empire to this dish, linking the emperor to this dish. And so there's a whole sort of mythology that arises out of this connection. And I think that does tell you something about how sort of these iconic plates are never what they really seem at first. With the history covered, it's time to check on our Tafelspitz. While the meat may be the star, the traditional sides complete the dish. Und typische Tafelspitzbeilage ist der Apfelkren. Das sind frisch geriebene, saure Äpfel mit Zitronensaft und eben wieder frischen Kren abgeschmeckt. Es wurde schon im 19. Jahrhundert das Rindfleisch in Meißel serviert. Sehr viele verschiedene Sorten mit sehr vielen verschiedenen Beilagen. Und wir wollen diese Tradition aufrechterhalten. Und deshalb verwenden wir den Fleischwagen und fahren mit diesem Wagen zu den Gästen. Und das Fleisch wird vor dem Gast geschnitten.
Here, guests can enjoy Tafelspitz alongside other traditional cuts of beef. But vegetarians aren't left out. They can enjoy a meat-free take on this Viennese classic. Der traditionelle österreichische Tafelspitz ist ein Gericht, das, sage ich mal, jeder einmal kosten muss in Österreich, in Wien. Es ist ein ganz zartes Rindfleisch, schön weich gekocht, mit Rindsuppe serviert. Kommt man eigentlich nicht dran vorbei, wenn man Wien besucht. Tafelspitz may not be as renowned as Schnitzel, but for many Viennese it symbolizes tradition, comfort, and a connection to the city's past.